Manche Menschen reagieren auf Reize einfach anders. Sie nehmen mehr wahr. Lautstärke, Stimmungen, Zwischentöne. Alles kommt direkter an. Nicht immer auf eine dramatische Weise. Es ist eher wie ein ständiger Hintergrundfilter, der nie ganz abschaltet. Wenn dir Geräusche schnell zu viel werden, du nach Gesprächen oft müde bist oder scheinbar harmlose Situationen lange nachwirken, dann kennst du das vielleicht. Du denkst mehr nach. Du brauchst öfter Rückzug. Und du merkst, dass andere oft nicht verstehen, warum du so reagierst, wie du reagierst. Viele dieser Menschen wissen lange nicht, was genau da mit ihnen los ist. Bis sie irgendwann auf den Begriff stoßen: Hochsensibilität. Etwa 15-20% der Menschen sind betroffen. Und vielleicht gehörst du auch dazu. In diesem Video geht es um 12 typische Situationen, die im Alltag anstrengend werden können, wenn du hochsensibel bist. Und darum, was du daraus für dich ableiten kannst. Hochsensibilität ist keine Krankheit, auch kein Stempel. Es ist eine Art, die Welt wahrzunehmen. Intensiver, genauer, manchmal auch schneller als andere. Betroffene nehmen Reize stärker auf. Das kann ein Geräusch sein, ein Blick, ein Tonfall oder auch einfach die Stimmung im Raum. All das wird nicht nur wahrgenommen, es wird verarbeitet. Und zwar oft tiefer und länger. Das liegt unter anderem daran, dass das Nervensystem hochsensibler Menschen anders reagiert. Reize werden nicht ausgeblendet, sondern oft gesammelt. Was bei anderen durchrutscht, bleibt bei dir hängen. Man könnte sagen, der Filter ist durchlässiger. Und genau das kann im Alltag anstrengend werden. Nicht, weil du schwächer bist, sondern weil du mehr Informationen verarbeitest, dauerhaft. Das kann erschöpfen. Gerade in einer Welt, die laut, schnell und oft unübersichtlich ist. Man geht davon aus, dass etwa 15-20% der Menschen hochsensibel sind. Die Ausprägung kann unterschiedlich stark sein. Manche merken es nur in bestimmten Situationen, andere fast ständig. Hochsensibilität kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen. Manche reagieren empfindlich auf Licht, Geräusche oder Gerüche. Andere nehmen die Gefühle oder Gedanken anderer Menschen besonders fein wahr. Und wieder andere spüren innere Spannungen, bevor sie einen klaren Grund dafür erkennen. In den nächsten Minuten stelle ich dir 12 Situationen vor, die für hochsensible Menschen herausfordernd sein können, um dir ein klareres Bild zu geben und vielleicht auch das Gefühl, dass du nicht allein bist. Hochsensibilität zeigt sich nicht auf einen Blick. Oft merkt man erst im Rückblick, was einen dauerhaft stresst oder auslaugt. Viele dieser Dinge gehören zum Alltag. Und gerade das macht sie so leicht zu übersehen. Wenn du dich oft fragst, warum dich scheinbar normale Situationen mehr belasten als andere, dann könnten die folgenden Beispiele für dich relevant sein. Es sind kleine Dinge. Ein Gespräch, das du nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Ein Geräusch, das andere kaum wahrnehmen. Oder ein Gedanke, der dich stundenlang beschäftigt. In den nächsten Minuten bekommst du 12 typische Alltagssituationen, die viele hochsensible Menschen als belastend empfinden. Vielleicht erkennst du dich in einigen Punkten wieder. Vielleicht auch nicht in allen. Aber du wirst ein klareres Gespür dafür bekommen, wie deine eigene Reizverarbeitung funktioniert und wo du ansetzen kannst, um besser mit ihr umzugehen. Diese Punkte sind kein Test und keine Diagnose. Sie sollen dir helfen, Muster zu erkennen. Denn wenn du weißt, was dich besonders fordert, kannst du auch besser für dich sorgen. Ich nenne dir jeden Punkt einzeln. Kurz erklärt mit einem Beispiel, so, dass du leicht folgen kannst. Und falls du dich dabei öfter wiedererkennst, dann hast du jetzt einen Namen für das, was du vielleicht schon lange gespürt hast. Los geht's mit dem ersten Punkt. Was passiert, wenn du Gespräche noch stundenlang im Kopf durchgehst und was das mit Hochsensibilität zu tun hat? Erstens gehst du Gespräche noch stundenlang im Kopf durch. Manche Sätze lassen dich nicht los. Du denkst darüber nach, wie sie gemeint waren. Du erinnerst dich an Gesichtsausdrücke, Pausen, kleine Betonungen. Und selbst wenn das Gespräch längst vorbei ist, beginnt es in deinem Kopf noch einmal von vorn. Das kann ermüden, vor allem, wenn es um Missverständnisse oder unausgesprochene Dinge ging. Zweite Geräusche bringen dich schneller an deine Grenzen. Ein ständiger Piepton, laute Musik, Stimmengewirr.
Für viele sind das Nebensächlichkeiten. Für dich fühlt es sich manchmal an, als würden diese Geräusche durch dich hindurchgehen. Dein Nervensystem braucht länger, um solche Reize wieder herunterzufahren. Darum ist ein Konzert oder eine volle U-Bahn für dich nicht einfach nur laut, es ist körperlich anstrengend. Dritter Zeitdruck stresst dich stärker als andere. Wenn Termine zu eng liegen oder du spürst, dass jemand auf dich wartet, gerät dein inneres System aus dem Gleichgewicht. Du denkst nicht nur an das, was noch zu tun ist, du spürst auch die Spannung im Raum. Das kann sogar zu Denkblockaden führen, besonders in Prüfungssituationen. 4. Zu wenig Schlaf wirkt doppelt. Wenn du müde bist, fehlt dir nicht nur Energie, auch deine Filter funktionieren schlechter. Geräusche, Gerüche, Spannungen im Umfeld kommen ungefilterter durch. Deshalb ist guter, tiefer Schlaf für hochsensible Menschen keine Kür, sondern eine Art Selbstschutz. 5. Emotionale Inhalte wirken lange nach. Ein Film mit traurigem Ende, ein Bericht über ein Unglück oder auch nur ein bestimmter Blick in den Nachrichten. Das alles kann dich berühren. Nicht nur kurz, sondern so, dass du noch Tage später daran denkst. Du musst dann abschalten oder wegsehen. Aber dein Inneres hat es längst aufgenommen und beginnt zu arbeiten. 6. Du nimmst die Gefühle anderer sehr genau wahr. Wenn es jemandem schlecht geht, spürst du das, manchmal noch bevor es ausgesprochen wird. Und oft nimmst du es mit. Du denkst über das Gesagte nach, über das, was nicht gesagt wurde. Du versuchst, zu helfen oder zu entlasten. Aber dabei kann es passieren, dass deine eigenen Grenzen verschwimmen. 7. große Gruppen strengen dich an. Ein Abend unter vielen Menschen ist für manche eine willkommene Abwechslung. Für dich kann es überfordernd sein, nicht nur wegen der Geräusche, sondern auch wegen der vielen Eindrücke. Du fühlst dich wie in einem Raum voller offener Antennen. Und danach brauchst du Rückzug, um wieder bei dir anzukommen. 800 Hunger macht dich reizbar. Das klingt erst einmal banal, aber bei hochsensiblen Menschen ist es mehr als nur schlechte Laune. Ein absinkender Blutzuckerspiegel wirkt sich deutlich auf deine Reizverarbeitung aus. Du wirst unruhiger, dünnhäutiger, empfindlicher und dein System verlangt nach schneller Stabilisierung. 9. Reisen bedeuten für dich oft Stress. Während andere sich auf den Urlaub freuen, spürst du die Anspannung schon bei der Planung. Flughäfen, fremde Betten, ungewohnte Tagesabläufe. All das bringt neue Reize. Und es braucht Zeit, bis du dich auf veränderte Umgebungen einlassen kannst. Selbst schöne Eindrücke können erst einmal zu viel sein. 10. Konflikte rauben dir Kraft. Wenn jemand laut wird, dich kritisiert oder Druck macht, löst das in dir mehr aus als nur Unbehagen. Du spürst körperliche Reaktionen. Herzklopfen, Enge, vielleicht sogar Tränen, selbst wenn du es dir nicht anmerken lässt. Du willst es klären, aber Streit fällt dir schwer, weil dich jede Konfrontation lange beschäftigt. 11. Du sagst selten Nein, auch wenn du müsstest. Wenn dich jemand um etwas bittet, spürst du sofort, wie wichtig es der Person ist. Und ehe du darüber nachdenkst, sagst du zu, weil du helfen willst. Aber oft merkst du später, das war zu viel. Und eigentlich wolltest du das gar nicht. 12. Selbst positive Veränderungen fordern dich stark. Ein neuer Job, ein Umzug, sogar etwas Schönes wie ein Heiratsantrag. All das kann dich innerlich ins Wanken bringen. Nicht, weil du es nicht willst, sondern weil jede Veränderung neue Reize bedeutet. Und dein System braucht Zeit, um damit umzugehen. Manchmal länger, als dir lieb ist. Wenn du dich in mehreren dieser Punkte wiedererkennst, ist das kein Zufall. Und auch kein Makel. Es zeigt, wie fein dein System reagiert und dass du gelernt hast, mit vielen Eindrücken gleichzeitig umzugehen. Was du jetzt damit machen kannst, erfährst du gleich. Wenn du dich in vielen der Situationen wiedergefunden hast, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn sobald du weißt, was dich besonders fordert, kannst du gezielter gegensteuern. Der erste Schritt ist, dir selbst glauben. Viele hochsensible Menschen haben über Jahre gelernt, ihre Reaktionen zu hinterfragen, weil andere sie als zu empfindlich oder
zu sensibel bezeichnet haben. Aber Hochsensibilität ist keine Einbildung, sondern eine erwiesene neurobiologische Besonderheit. Und sie lässt sich nicht wegtrainieren. Was du aber tun kannst: deinen Alltag so gestalten, dass du besser damit klarkommst. Was dabei hilft, ist vor allem eins: Reize reduzieren, bevor du erschöpft bist. Das beginnt bei Pausen. Nicht erst dann, wenn du am Ende bist, sondern regelmäßig, auch wenn es dir gerade gut geht. Du brauchst keine langen Auszeiten. Oft reichen schon ein paar Minuten Ruhe, ein Spaziergang, bewusstes Atmen, kein Bildschirm, kein Gespräch. Ein kleiner Rückzug zwischendurch hilft deinem Nervensystem, sich zu regulieren. Auch deine Umgebung spielt eine Rolle. Viele hochsensible Menschen vertragen bestimmte Lichtquellen, Geräusche oder Materialien schlechter als andere. Wenn du weißt, was dich besonders reizt, kannst du dein Umfeld anpassen, so gut es eben geht. Ernährung ist ein weiterer Punkt. Regelmäßige Mahlzeiten, möglichst wenig Zucker, ausreichend Wasser. Das klingt einfach, hat aber eine große Wirkung auf deinen Energiehaushalt. Denn ein stabiler Blutzuckerspiegel wirkt direkt auf deine Reizverarbeitung. Hilfreich ist auch, deine sozialen Kontakte bewusst zu wählen. Du musst nicht jedem alles erklären. Aber es hilft, wenn wenigstens 1 oder 2 Menschen wissen, wie du tickst. Und dass du dich manchmal zurückziehst, nicht aus Ablehnung, sondern weil du Zeit zum Verarbeiten brauchst. Ein weiterer Gedanke: Du darfst lernen, Nein zu sagen. Das ist nicht unfreundlich. Es ist Selbstschutz. Nicht jede Bitte muss sofort erfüllt werden. Nicht jedes Gespräch muss geführt werden. Du darfst Grenzen setzen, ohne dich rechtfertigen zu müssen. Und zuletzt: Hochsensibilität bedeutet nicht nur Stress. Sie bringt auch Stärken mit sich. Ein gutes Gespür für Menschen. Sinn für Zwischentöne, Tiefe, Kreativität. Die Voraussetzung dafür ist, dass du gut auf dich achtest. Hochsensibilität gehört zu den Dingen, die man lange nicht benennen kann, bis man es einmal gehört hat und plötzlich vieles klarer wird. Vielleicht ging es dir beim Zuhören so. Vielleicht hast du dich in einigen Punkten wiedererkannt. Oder du denkst jetzt an jemanden aus deinem Umfeld, der ähnlich reagiert. Was auch immer du mitnimmst, es lohnt sich, genauer hinzusehen. Nicht um sich ein Etikett zu geben, sondern um besser zu verstehen, wie du funktionierst. Und was du brauchst, damit es dir gut geht. Du musst dich nicht verändern, aber du kannst deinen Umgang mit dir selbst bewusster gestalten. Du kannst beobachten, was dich überfordert und was dir gut tut. Du kannst dich schützen, ohne dich zu verschließen. Und du darfst dir auch Hilfe holen, wenn dir etwas zu viel wird. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Akt von Selbstverantwortung. Wenn dich das Thema weiter beschäftigt, dann abonnier gern diesen Kanal. Hier geht es um psychologische Zusammenhänge, die oft übersehen werden, aber im Alltag eine große Rolle spielen. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, welche Situationen dich besonders herausfordern oder wie du gelernt hast, damit umzugehen. Vielleicht hilft dein Beitrag auch jemand anderem, sich selbst besser zu verstehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.